Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute ganz kleines Tutorial dazu, wie ihr mehrere oder beliebig viele Argumente in eine Funktion übergeben könnt. Und da braucht ihr dann nicht irgendwie mit Arrays oder sowas arbeiten, sondern C hat euch da eine mega große Hilfe gebastelt. Und zwar sagen wir mal, wir wollen eine Funktion, die uns die Summe berechnet. Und zwar eine Double, eigentlich brauchen wir nur eine Integer-Summe, int sum von, und jetzt zum Beispiel nennen wir den ersten Integer einfach mal num, also als Zahl, Number sozusagen. Und jetzt machen wir ein Komma und 3 Punkte. Und das ist sozusagen die Magie dahinter. Jetzt können wir hier erstmal hingehen und sagen, wir wollen einen gewissen Datentyp, der nennt sich VA-List. VA-List ist sozusagen der Datentyp, mit dem das möglich ist. Allerdings müssen wir den hier oben erstmal noch importieren, also inkludieren, um genau zu sein. Immer dieses include, ich kann einfach nicht tippen. Include stdarc.h. So, wie das Ganze mit den Header-Dateien funktioniert, wisst ihr ja mittlerweile auch. Okay, also VA-List ist sozusagen unser eigener Dateientyp. Ihr erinnert euch an Structures und so weiter und so fort. Und damit funktioniert es. Und die nennen wir jetzt einfach mal VA-List, wenn mir nichts Besseres einfällt. Okay. So, dann kreieren wir uns hier noch einen Integer, nämlich die Summe dazu in sum. Vielleicht sollte ich hier Summe ausschreiben, mal ausnahmsweise. Und sagen, der ist 0. Oder die ist 0, besser gesagt. Und dann eine Zählvariable i, denn wir werden auf jeden Fall eine Schleife brauchen. Wir wissen ja nicht mal, wie viele Argumente wir überhaupt bekommen haben. Beziehungsweise doch, wir wissen wie viele, nämlich num, Anzahl an Argumenten haben wir hier bekommen. Okay, und jetzt brauchen wir als erstes mal die Initialisierung von dieser komischen VA-List. Das macht man mit VA-Start. Und wir brauchen hier eine VA-List drin. Und die Anzahl an Argumenten, nämlich num. Okay. So, und jetzt iterieren wir einfach da durch. Nämlich for int i gleich 0, i kleiner num, i plus plus. Okay. Und hier können wir jetzt einfach sagen, wir wollen zu unserer Summe das aktuelle Element der VA-Liste, also VA-arc von VA-List, und wir müssen noch den Typ angeben, damit es irgendwie rafft, was das ist. Es ist ein Integer, logischerweise, denn sonst könnten wir ja vermutlich nicht richtig summieren. So. Und am Ende, wenn wir durch sind, sagen wir, wir wollen das Ganze VA-end VA-List. Also wir wollen die Liste sozusagen beenden, die läuft nicht unendlich weiter. Und dann sagen wir ganz easy, wir returnen die Summe. So, und was wir jetzt hier haben, ist, wir können beliebig viele Integer hier reinstopfen in unsere Funktion Summe. Das liegt nur daran, dass wir hier dieses num, also die Anzahl an Argumenten drin haben. Also wir müssen angeben, wie viele wir insgesamt reingestopft haben, sonst funktioniert es nicht. Aber wir können einfach beliebig viele reinstopfen. Also sowas wie printf Summe, mehr schreibe ich jetzt hier gar nicht. Und dann sagen wir %d, \n, wie immer. Und jetzt rufen wir hier einfach mal die Summe direkt auf. Sum von, so wie viele Zahlen wollt ihr reinmachen? Sagen wir mal 5. Okay, machen wir 1, 2, 3, 4 und 5 rein. Und das muss erstmal reichen. Ich habe jetzt hier extra ein bisschen Platz gelassen, damit wir sehen können, das sind die eigentlichen Zahlen. Das hier gibt mir an, wie viele Zahlen wir jetzt da reingepackt haben. Natürlich ist es auch mit einem Array möglich, keine Frage, aber mit einem Array haben wir, ja okay, im Prinzip haben wir dieselben Freiheiten. Okay, aber es ist nicht nativ. Das hier ist nativ und deswegen ist es cool. Ups. Ich habe vor allem wieder ein bisschen Java programmiert, deswegen dieses int hier vorne muss natürlich weg. Ganz klar, wisst ihr aber eh alles, deswegen ja. Und die Summe über diese Zahlen hier ist 15. Kann man sehr leicht überprüfen. 5 plus 5 plus 5, 2 plus 3 ist 5, 1 plus 4 ist 5 und 5 ist alleine auch 5. Das heißt, die 15 ist richtig. Das heißt, wir haben hier alles richtig gemacht. Achtung, wenn ich jetzt hier noch eine 6 hinten dran hänge, dann passiert das hier. Es funktioniert, aber als Summe kommt trotzdem nur 15 raus. Warum ist das jetzt so? Naja, wir haben angegeben, es sind nur 5 Elemente, dann wird das 6. Element einfach völlig ignoriert. Armes 6. Element, aber ist leider so. Gut,
Ja, ihr könnt als Übung ganz gerne mal dieses Programm hier umschreiben und mit Arrays funktionieren lassen. Viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.